Aber sie haben in Singapur einen Riesenvorteil, dass sie die ersten 3 Jahre keine Steuern bezahlen müssen. Sie müssen eine Erklärung abgeben. Also man hat im Grunde 3 Jahre steuerfrei in Singapur. Das ist ein großer Vorteil. Und Singapur bietet zahlreiche Gründerhilfen an oder Vergünstigungen an für neu gegründete Unternehmen. Und fallen ohnehin nur, Singapur hat dieses Territorialsteuerprinzip, dass nur dort besteuert wird, wo die Gewinne anfallen. Und im Umkehrschluss, wenn die Gewinne nicht in Singapur entstehen, sondern außerhalb von Singapur, dann besteuert Singapur nichts. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja jede Woche über interessante Themen für Unternehmer, Freiberufler, Privatiers, die ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegen wollen oder im Ausland Unternehmen gründen wollen. Und heute haben wir einen sehr interessanten Gast eingeladen, der selbst der beratende Experte in mehr als einem Land ist. Ich sage mal nur Monaco, Frankreich, Singapur. Eine sehr interessante Kombination übrigens, da müssen wir dann auch noch drüber sprechen. Und ja, Herr Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf, herzlich willkommen bei uns auf unserem Kanal. Stellen Sie sich doch am besten unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Gelegenheit, mich hier kurz vorstellen zu dürfen. Also mein Name ist Henning Schwarzkopf. Ich bin Hamburger Rechtsanwalt und zusätzlich noch französischer Rechtsanwalt. Ich bin bei den Kammern in Hamburg zugelassen und bei der Kammer in Grasse in Südfrankreich. Ich bin einer von wirklich, glaube ich, nur 2 Anwälten, die sowohl in Deutschland als auch in Frankreich Südfrankreich zugelassen sind. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, habe hier studiert, meine Referendarzeit gemacht, die teilweise auch in USA, in San Francisco, habe dann in USA nochmal Jura studiert an der University of Miami, habe da ein Master's Degree abgelegt, dann für mehrere Jahre in einer deutschen Kanzlei gearbeitet, beziehungsweise in deren Repräsentanz in Miami, habe dort deutsche Mandanten betreut. Danach bin ich dann nach Monaco gegangen, war dort Syndikus in einer schweizerischen Treuhandfirma in Monaco und dort weltweit praktisch Rechtsprobleme betreut. Wir haben also internationale Klientel gehabt, die wir betreut haben, angefangen von Erdölexploration in Texas über Shopping Center in Hongkong. Dann bin ich wieder zurück nach Hamburg gegangen, habe mich dann hier selbstständig gemacht und habe seitdem deutsche Mandanten beraten bei ihren Auslandsinvestments, immer vor dem Hintergrund meines deutschen Jurastudiums und meiner Erkenntnis im angelsächsischen Recht, vor allen Dingen in Amerika. Und dann kam vor ungefähr 15 Jahren durch private und berufliche Zufälle, verschlug es mich nach China, nach Shanghai und habe dort das enorme Potenzial Chinas entdeckt. Shanghai ist nun auch Partnerstadt von Hamburg. Und insofern habe ich dann dort nochmal, nachdem ich die Chancen erkannt hatte, habe ich gedacht, Mensch, das müsste man noch aufbauen. Einige Mandanten haben auch gesagt, ja, wenn Sie uns da weiter betreuen können, würden wir das sehr begrüßen. Dann habe ich im Schnellkurs einen Crashkurs gemacht im chinesischen Recht und im Geschäftsleben in Shanghai und darauf aufbauend dann eine Hongkong-Gesellschaft gegründet, um deutsche Mandanten dort zu betreuen, direkt vor Ort. Ich bin insofern immer ich spiegel das sozusagen, ich bin sowohl in Deutschland als auch in Hongkong dann gewesen. Das haben die Mandanten begrüßt, weil sie mich auch in Hamburg dann gut erreichen konnten und schnell erreichen konnten und dann mal wieder in Hongkong. Und das war also immer sehr gut. Meine Mandanten sind im Grunde
Mittelständler bei den Unternehmen, sind mittelständische Unternehmen, was sich auch bei meinen Kosten auswirkt. Ich habe also nicht die riesigen Honorare oder die hohen Honorare, die Großkanzleien haben, sondern ich bin ja, kostengünstiger, kann mitunter schneller agieren und sofern dann schwierige Sachverhalte zu beurteilen sind, hole ich mir langjährige Kooperationspartner von anderen Kanzleien rein, die sowohl in Hamburg sind als auch vor Ort. Und sprechen Sie auch Chinesisch, Herr Schwarzkopf? Ein bisschen. Ich habe es versucht, aber das ist sehr schwierig. Also Umgangssprache funktionierte, als ich da sehr häufig war, aber Ni Hao, Xi und verschiedene Sachen, also das ist dann schwierig. Haben Sie denn schon mal sind Sie schon mal zum Seegurke-Essen eingeladen worden? Nee, aber ich habe Quallen gegessen und habe das dann gleich wieder zurückgegeben. Also Seegurken noch nicht. Ich habe alles Mögliche schon da gegessen, aber irgendwie die französische oder italienische und natürlich die deutsche Küche ist mir dann doch wesentlich lieber. Gut. Jetzt diese interessante Kombination, die ja schon angesprochen wurde. Also Sie sind ja, wie gesagt, auch für Monaco Experte, dann Südfrankreich, ja. Singapur, China. Ja, also wie kommt jetzt noch der Abstecher sozusagen nach Monaco und Südfrankreich? Das interessiert vielleicht auch unsere Zuschauer und Zuhörer. Ach so, ja, das ist richtig, das habe ich eben ausgelassen. Also ich bin ich habe dann, ja, wie ich eben sagte, in Monaco gearbeitet, in einer Treuhandgesellschaft und dann Jahre später erhielt ich das Angebot eines befreundeten ja, Seerechtlers oder ja, und Yachtkapitäns in Südfrankreich und der bot mir an, in sein Büro mitzubenutzen in Südfrankreich und ihn dann in Yachtfragen mit zu beraten. Und ich selbst bin Hochseesegler, ich habe mehrere Jahre sehr aktiv Regatten gesegelt und habe auch während meines Studiums immer als Wahlpflichtfach sowohl im ersten als auch im zweiten Examen Seerecht gehabt. Das ist nachher ein bisschen zurückgegangen, weil die Schifffahrtskrise sich andeutete oder eine Schifffahrtskrise sich damals andeutete. Aber ich habe das Segeln und das Recht im Zusammenhang mit Yachten, also Ankauf, Verkauf, Registrierung von Yachten, das habe ich immer weiter betrieben. Und durch diese Möglichkeit in Südfrankreich zu arbeiten, stellte sich dann auch die Möglichkeit, dort die Anwaltszulassung zu bekommen als deutscher Rechtsanwalt. Das habe ich wahrgenommen und habe mich dann zugelassen lassen in Grasse und hatte dann immer schon aufgrund meiner Beziehung und meiner Tätigkeit damals zu Monaco enge Beziehungen zu Monaco. Ich bin Mitglied im Deutschen Club in Monaco und da sind ja, meine Mandanten sind dort Deutsche. Ich berate dort gerade in Südfrankreich Deutsche, die dort ihren Wohnsitz haben. Die berate ich in allen möglichen rechtlichen Bereichen, dann auch in der Nachlassplanung, was für Leute dort sehr wichtig ist, aber dann eben auch im Yachtbereich, weil viele auch Yachten haben oder Yachten erwerben und da ist dann die Frage, wo registriert man das? Registriert man das in Malta oder in anderen Ländern? Welche Probleme treten oder Möglichkeiten treten auf bei Verscharterung von Yachten? Wie spare ich oder wie versuche ich die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer zu minimieren und so. Das sind so Fragen, die da erscheinen. Ja. Spannende Themen. Das bietet ja schon Stoff genug für einen extra Podcast. Dann müssen wir sowieso nochmal drüber sprechen. Jetzt, wir wollen ja dann letztendlich ein bisschen über Singapur auch sprechen. Das heißt, warum könnte Singapur ein interessanter Standort sein? Also warum sollte dort jemand, der aus Deutschland kommt oder Österreich, Schweiz, seinen Wohnsitz hinverlegen und vielleicht auch seine geschäftlichen Aktivitäten hinverlegen? Es ist ein enormes Interesse generell an der ganzen Region. Es war jetzt auch vor kurzem, ich glaube ungefähr vor einer Woche, war ja auch diese Konferenz, diese Asien-Konferenz, die ja auch einiges an Aufmerksamkeit nach sich gezogen hat, wobei unsere politischen Vertreter, soweit ich das gesehen habe, nicht physisch, sondern nur per Schalte sozusagen anwesend waren, zum Beispiel Herr Habeck.
Aber es gibt 2000 Unternehmen in Singapur. Also es muss ja Gründe geben, weshalb dieses Land auch interessant ist für den einen Und es oder wäre anderen. vielleicht, Herr Schwarzkopf, dafür ganz interessant. Wir hatten ja vorhin schon drüber kurz gesprochen. Wir kennen uns ja so ein bisschen über die Gesellschaften in Hongkong. Es wäre vielleicht Ja. noch auch interessant, so ein bisschen mal die Entwicklung zu schildern, wie Sie sie erlebt haben, so von Hongkong hinweg dann zu Singapur. Da hat ja schon ein enormer, sage ich jetzt mal, Shift, wie man auf Englisch sagt, stattgefunden in den letzten 10 Jahren, sage ich mal so, ja. Das wäre sicherlich auch mal interessant, wenn Sie das dort auch in Ihrer Beschreibung mit zusammenfassen könnten. Naja, Hongkong war hochinteressant und eigentlich habe ich Hongkong immer den Vorzug gegeben. Also sicherlich auch darauf beruht, dass Hongkong natürlich die unmittelbare Nähe oder Bestandteil von China ist und man nur eine halbe Stunde mit der Bahn fahren muss und dann ist man schon in der Volksrepublik China in Shenzhen. Hongkong zeichnete sich dann durch eine sehr flexible und sehr leichte Handhabung von Firmengründung, von Handhabung, Verwaltung von Gesellschaften aus, ein sehr offenes Land, wie die Banken immer sagten, we have an open door policy, also jeder wurde dort gerne angenommen. Und insofern war Hongkong sehr beliebt. Hongkong hatte allerdings immer gerade für deutsche Unternehmer den Nachteil, dass Hongkong kein Doppelbesteuerungsabkommen hatte mit Deutschland. Und das wurde vielen, die haben dann gesagt, naja, also ich will aber doch, wenn ich schon da, gut, in Hongkong ist es so, das müssen wir vielleicht auch nochmal eingehen, in Hongkong gibt es keine Steuern, werden keine Steuern veranlagt, wenn die Geschäfte außerhalb von Hongkong kommen, was ja bei vielen deutschen Unternehmern dann eben der Fall war, die haben Waren in China, im Volksrepublik China gekauft und haben die nach Deutschland weiterverkauft. Aber es wurde dann immer restriktiver in Hongkong und die Banken wurden immer schwieriger. Also dass es also praktisch unmöglich wurde, dort ein Konto zu eröffnen. Und das hat mich dann veranlasst, doch nach Singapur mich zu orientieren, denn ich hätte weiterhin sehr viele Hongkong-Gesellschaften gründen können. Aber ich konnte den Leuten nicht sagen, naja, ich gründe eine Gesellschaft und dann können sie loslegen, weil ich dann nie ein Konto für die Leute bekommen könnte. Und da wurde es mir einfach, ich konnte sozusagen mein Versprechen nicht erfüllen und das wollte ich nicht. Und insofern habe ich mich das war eigentlich noch bevor dieser Verschärfung der Gesetze in Hongkong, dann nach Singapur orientiert. Singapur ist etwas komplizierter bei der Firmengründung als Hongkong. Hongkong war sehr einfach. Eine Hongkong-Gesellschaft habe ich vom Computer von Hamburg oder wo immer ich gerade war, gegründet. Und der Mandant musste dann einmal rüberfahren zur HSBC, musste sich kurz vorstellen. Das war immer sozusagen die strengste Auflage. Er musste einmal hingehen, damit die Bank ihn einmal sieht. Und dann war im Grunde das Konto eröffnet innerhalb von 10 Minuten. Das hat sich sehr verschärft. Und Hongkong ist immer noch interessant für Leute, die mit China zu tun haben, die unmittelbar mit China handeln wollen, weil es ein Abkommen gibt zwischen der Volksrepublik China und Hongkong. Aber sie haben im Grunde die gleichen Bedingungen heutzutage in Singapur. Also mein Partner in Singapur, das ist ein Singapuraner chinesischer Abstammung, der spricht genauso Chinesisch wie der Chinese, der ist er nicht, aber seine Eltern sind in Shanghai geboren. Also man kommt da genauso weit und hat dann aber das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Singapur und Deutschland, was das Ganze wesentlich erleichtert und der Bankzugang ist sehr einfach. Okay. Interessant. Jetzt vielleicht nochmal kurz ein bisschen zur geografischen Orientierung. Wie weit ist Hongkong von Singapur weg? Wie weit ist es auseinander? Also man fliegt ungefähr, was ist das? Ich glaube so 1,5 Stunden. Also es ist nicht so weit. Also man fliegt da bequem hin. Es gibt also sehr viele Flüge mit Singapore Airlines und alle möglichen Cathay Pacific und den örtlichen Gesellschaften. Das ist sehr einfach. Also das ist ein Flug wie von Hamburg nach Nizza so ungefähr. Okay, also auch im Grunde auf jeden Fall natürlich in der gleichen Region, in der Nähe.
Ja. Das heißt, könnte man natürlich auch in einer Reise ansonsten mal besuchen, beide Länder, wenn man Ja, sich das mal anschauen möchte oder auch der Geschäftspartner treffen will. Oder möglicherweise, es gibt ja auch viele Mandanten, die, wie Sie schon gesagt haben, heute in Hongkong zu tun haben, weil sie mit China Geschäfte machen und sich vielleicht überlegen, dass sie jetzt andere Regionen in Asien, zum Beispiel über eine Hongkong-Gesellschaft, über eine Singapur-Gesellschaft, weiter bearbeiten wollen. Da kann es ja dann mal Sinn machen, zum Beispiel von Hongkong aus beim nächsten Besuch mal nach Singapur zu fliegen und sich das vor Ort anzuschauen. Ja, ja, also, natürlich. wie Sie gesagt haben, 1,5 Stunden weg lässt sich gut erreichen. Können Sie vielleicht mal zu den Rechtsformen in Singapur was erzählen, die es da so gibt und die man da so kennt? Ist es so wie in den anderen angelsächsischen Ländern? Es gibt eine Limited und dann vielleicht noch eine Public Limited und dann noch Partnerships und so. Was gibt's denn da? Ja, das ist also genauso. Also beides, sowohl Singapur als Hongkong, beruht auf dem britischen Recht. Beide waren sie also Hongkong vielleicht war nicht Grundkolonie, aber war verwaltet von England. Nee, ich glaube, die waren sogar Kronkolonie, bis sie dann an China wieder zurückgegeben wurden. Singapur war eine britische Kolonie, also unabhängig jetzt vom Status von Hongkong hatten sie beide das britische Recht und das wirkt sich eben auf das Gesellschaftsrecht aus. Also beide sind sie im Grunde gleich rechtlich strukturiert. Bei beiden gibt es die gleichen Rechtsformen. Bei beiden gibt es die Private Limited Company. Das ist die Gesellschaft, die üblicherweise von deutschen Unternehmen genutzt werden. Es gibt dann sicher noch die Public Company, aber das ist dann ein anderes Thema für einen Börsengang in Singapur. Der ist vielleicht in Hongkong sogar noch etwas besser, aber das ist natürlich damit sprechen Sie dann Großunternehmen an oder Unternehmen, die an die Börse gehen wollen mit einem sehr viel höheren Aufwand. Der durchschnittsdeutsche Unternehmer gründet seine Private Limited Company. Und die ist genauso leicht zu errichten wie in beiden Ländern, wie in Hongkong. Sie hat die übliche Struktur. Sie hat also Gesellschafter und dann hat sie sogenannte Direktoren. Britische oder angelsächsische haben nicht diese Dreifachlage zwischen Gesellschafter, Aufsichtsrat, Direktoren, sondern hier ist es Gesellschafter und Direktoren. Und in Singapur kommt die einzige Beschränkung dabei bei den Direktoren. Es muss einer der Directors muss ein Einheimischer sein. Das war in Hongkong ganz einfach. In Hongkong konnten Ausländer eine Gesellschaft gründen, die konnten sich selbst zum Director machen und damit war die Gesellschaft handlungsfähig. Und in Singapur brauchen sie eben noch diesen Einheimischen als Director. Das, was eher eine formale Anforderung ist, denn viele Leute sagen erst, naja, aber dann habe ich da einen Singapuraner drin und ich habe da eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich bin zwar Gesellschafter, aber letztlich die Geschäftsführung liegt dann bei dem einheimischen Director. Ja, das ist zwar so, aber den kann man einerseits beschränken, indem man auch zusätzlich Ausländer als zusätzliche Direktoren nimmt oder intern in der Satzung, die man dem Singapuraner gibt, dann bestimmte Beschränkungen einführt. Er muss sozusagen nur auf dem Papier Director sein. Und aber ich meine, Sie würden ja wahrscheinlich sowieso einem Mandanten jetzt zum Beispiel aus Deutschland raten, dass er sowieso dort in irgendeiner Weise Substanz hat, sodass dann die Betriebsstätte der Gesellschaft nicht in Deutschland ist. Ja. Weil das würde ja in Deutschland in den Augen des Finanzamts wahrscheinlich zu Problemen führen. Oder zumindest müsste eben dann die Besteuerung in Deutschland liegen. Man müsste irgendwie die Gewinne in Deutschland dann versteuern oder so. Also ich meine, grundsätzlich jetzt mal auch jenseits von einem Proforma-Director ist ja immer sinnvoll, also zumindest heutzutage, weiß ich, ob Sie die gleiche Erfahrung haben, dass man da zumindest, wenn es erfolgreich wird, dann auch lokal irgendwas hat und nicht so eine Briefkastengesellschaft. Das ist genau richtig. Sie müssen dort eine Betriebsstätte haben, denn wenn man unterstellen kann, dass alles in Deutschland entschieden wird, dann ist die Gesellschaft hier unbeschränkt steuerpflichtig und dann hat man diese gesamten Vorteile, die man in Singapur steuerlich hat,
zunichte gemacht. Also das ist ganz klar. Man muss drüben wirklich jemanden haben, sodass man dort dann geschäftlich tätig ist. Es gibt da ganz interessante Konstruktionen, mit denen man auch seine deutschen Steuern deutlich reduzieren kann, indem man ein deutscher Unternehmer dort eine Gesellschaft gründet, sich selbst zum Director einsetzt und nicht so häufig, aber so einige Male im Jahr dort nach Singapur hinfährt. Dann kann er da für seine Tätigkeit ein Gehalt aus Singapur erhalten. Und das wird dann aufgrund seiner Tätigkeit, weil er dahin fährt, wird das in Singapur besteuert. Und dank des Doppelbesteuerungsabkommens kann er dann diese günstige Besteuerung seines Gehaltes, das steht ihm auch frei, wie hoch das ist, das kann er nach Deutschland übertragen, ohne dass das hier nochmal besteuert wird. Also das muss man natürlich alles, das ist jetzt ganz grob geschildert, das muss man noch in Einzelheiten ausfeilen, aber es gibt da ganz sehr interessante steuerliche Konstruktionen, legale steuerliche Konstruktionen sowieso. Ja, das ist also absolut, das ist sicherlich, das ist ein sehr interessanter Punkt, ja. Also das ist ja genau der Vorteil des Doppelsteuerungsabkommens, ja, dass man dann im Grunde sagen kann, da gibt es in Deutschland immer den Progressionsvorbehalt, aber immerhin, also man muss dann wenigstens die im Ausland bereits versteuerten Gelder nicht nochmal versteuern. Natürlich angeben in der Steuererklärung, ganz klar, und der Angabe dann der lokal bezahlten Steuer, ja. Aber das ist auf jeden Fall, ein Vorteil, da haben Sie recht. Jetzt, also zu Mandanten, die jetzt Sie zum Beispiel betreuen, für was nutzen die denn jetzt zum Beispiel so eine Singapur-Gesellschaft? Was für eine Art von Geschäften machen die denn in Asien zum Beispiel? Ach, das ist völlig unterschiedlich. Also das ist wirklich die volle Palette, die wir haben. Wir hatten also kürzlich mal ein Unternehmer, ein deutschen, türkischer Abstammung hier, der macht Verpackungen für alle möglichen, für so Fastfood-Läden oder so solche Pappschalen, in die so ein Burger oder ein Döner oder sowas gepackt wird. Und das hat er gesourced, also den Einkauf gemacht in Vietnam. Und hat das den Einkauf über seine Singapur-Gesellschaft abgewickelt. Das ist so ein Fall. Dann hat einer hat es, ein Yachtdesigner, der arbeitet für China oder entwirft Yachten, die in China gebaut werden und liefert seine Leistung dann an eine chinesische Werft. Er sitzt in Deutschland und hat dann eine Singapur-Gesellschaft dafür errichtet. Also das sind völlig unterschiedliche Sachen. Also eigentlich, was man sich so vorstellen, dann hatte ich ein Architekturbüro, die mit einem chinesischen großen Architekturbüro zusammengearbeitet hat. Die haben sich verlagert von Hongkong nach Singapur, eben auch wegen der Bankverbindung und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Bereiche. Also Sie können im Grunde sagen, oder Ihrer Meinung nach ist im Grunde die Singapur-Gesellschaft so eine Art von Allzweckwaffe. Ja, wenn man jetzt in Asien Geschäfte macht, egal welcher Art, ja, dann ist Singapur eine gute Basis, mittlerweile die bessere Basis als Hongkong. Ja, da kann man so deutlich sagen, ja. Ich habe noch mal eine Frage dazu. Und zwar auf der einen Seite, wie gesagt, steuerlich, für mich war ja auch überraschend, dass Singapur zu den wenigen Ländern gehört, die ihre offizielle Körperschaftssteuer gesenkt haben, ne? Von, ich glaube, 25-26% vor etlichen Jahren und mittlerweile 17%, wenn das noch aktuell ist. Aber unabhängig davon, diese Fälle, die Sie gerade beschrieben hatten, von Unternehmen, die da jetzt so ihre Geschäftsaktivitäten da nach Singapur verlagern, als Zweckwaffe, sozusagen, wie der Sebastian es gerade genannt hat, dann ein Unternehmen gründen, ziehen die um? Also verlegen die dann auch in der Regel ihre Mandanten ihren Lebensmittelpunkt dahin? Oder wie läuft das dann ab? Also wie häufig kommt das vor, dass dann jemand auch sagt, also ich ziehe jetzt mit Familie, Hund, Katze, Maus, Hund, Katze, Pferd, sagen wir mal lieber, nach Singapur?
Also selten. Also die meisten meiner Mandanten bleiben in Deutschland oder in Europa. Ich habe auch einige französische Mandanten aufgrund meiner Tätigkeit in Südfrankreich. Also die bleiben eigentlich alle in Europa. Das muss man sagen. Sie nutzen dann diese interessante Möglichkeit, dort tätig zu werden und reisen mehrfach im Jahr rüber. Das muss man aber als Unternehmer sowieso, wenn man mit Geschäftspartnern zu tun hat. Aber der Lebensmittelpunkt bleibt weiterhin in Europa. Wobei man sagen muss, Singapur ist weil es eben vielleicht noch zentraler liegt als Hongkong, die ist ja im Zentrum von Südostasien und es ist Teil von Malaysia. Sie fahren 1,5 Stunden, dann sind Sie in Malaysia und in, ich glaube, 5 Stunden oder so mit dem Auto sind Sie in Kuala Lumpur, und was auch eine sehr interessante Stadt ist. Und sie sind dort richtig noch mehr im Zentrum von Südostasien. Also wenn sie da leben, und es ist eine wunderschöne Stadt mit Stränden und Sentosa Island, das ist so ein kleines Miami Beach davor gelegen. Bali ist 2 Stunden Flug entfernt. Also das ist schon eigentlich auch ein interessanter Punkt, um dort wirklich seinen Lebensmittelpunkt hin zu verlegen. Aber Sie haben ja gerade gesagt, die meisten Ihrer Mandanten kleben sozusagen noch im alten Europa fest. Oder sind das jetzt aber Mandanten, die vielleicht, sagen wir mal, aus dem deutschsprachigen Bereich kommen? Wohnen die dann in Deutschland oder wohnen sie zum Beispiel in anderen europäischen Ländern und verwalten von dort ihre Geschäfte mit der Firma in Singapur? Also die wohnen entweder in Deutschland wäre es ja durchaus interessant, nicht in Deutschland noch den Lebensmittelpunkt dann zu haben. Ja, die habe ich relativ selten. Also ich habe eigentlich so die klassischen Unternehmer, die noch ein Unternehmen haben oder einen Handelsbetrieb hier oder Dienstleistungen erbringen, Coaches, die ihre Coach-Sessions, das können sie natürlich überall machen, aber eigentlich immer noch ihren Lebenspunkt haben. Ich habe eigentlich kaum Leute, die in der Welt rumreisen. Ich hatte mal so einen Internetunternehmer, der hat so so Werbebanner oder sowas beworben und angeboten. Und das konnte er offenbar überall in der Welt machen. Und der hat sich dann, ich glaube, der ist dann irgendwo auf die Philippinen umgezogen und hat das von da gemacht. Das ist aber selten eigentlich. Also die meisten sind die deutschen Unternehmer. Aber es ist vielleicht nicht das, vielleicht ist das auch bei mir Altersgrund. Ich bin nicht so in der Szene so drin, der jungen Start-up-Unternehmer, die noch viel mehr durch die Gegend ziehen und wirklich das Internet und die Möglichkeiten des Internets nutzen. Jetzt mal vielleicht so eine Hausnummer, wenn Sie jetzt von der Einkommensteuer reden, Gehalt da versteuern und so weiter, wo liegen da die Sätze oder wo liegt denn die Bandbreite in Singapur? Also in Singapur ist grundsätzlich die Körperschaftssteuer, der Satz liegt bei 17%. Aber 17% fällt erst an, wenn Sie ungefähr einen Gewinn von 200.000 Euro machen. So. Okay. Und darunter sind 9,5%. Das ist ein niedriger Satz bis dahin. Aber Sie haben in Singapur einen Riesenvorteil, dass Sie die ersten 3 Jahre keine Steuern bezahlen müssen. Sie müssen eine Erklärung abgeben, wie überhaupt. Man muss jedes Jahr ein Annual Report abgeben. Das ist mir gegenüber dem Handelsregister, in dem man angeben muss, wie die momentanen Verhältnisse sind, wer ist Gesellschaft, wer Director. Also man hat im Grunde 3 Jahre steuerfrei in Singapur. Das ist ein großer Vorteil. Und Singapur bietet zahlreiche Gründerhilfen an oder Vergünstigungen an für neu gegründete Unternehmen. Also steuerlich ist es sehr, sehr interessant. Und fallen ohnehin nur, Singapur hat dieses Territorialsteuerprinzip, dass nur dort besteuert wird, wo die Gewinne anfallen. Und im Umkehrschluss, wenn die Gewinne nicht in Singapur entstehen, sondern außerhalb von Singapur, dann besteuert Singapur nichts. Ist das jetzt dann das Gleiche wie in Hongkong oder ist das? Ja, ist das Gleiche. Das ist im Grunde das Gleiche, ja.
Und jetzt die Einkommensteuer, wenn Sie jetzt sagen, Sie hatten ja vorhin gesprochen von dem deutschen Geschäftsführer, der dort ab und zu hinreist und dann Gehalt bekommt. Wo liegt so die Einkommensteuer so ungefähr, so eine Bandbreite? Ja, die liegt auch so bei ungefähr 15%. Die ist auch sehr niedrig. Okay. Was ja schon attraktiv ist, also wenn ich jetzt Geschäftsführer bin bei so einer Gesellschaft, dann könnte mir dann ein hohes Gehalt ausbezahlen, so im sechsstelligen Bereich 15% zu bezahlen, ist ja dann doch eine attraktive Option. Ja. Das ist ja doch sehr, macht dann auf jeden Fall Sinn. Ja. Jetzt, wenn Sie jetzt so an Ihre Mandanten denken, so das Zusammenspiel dann noch mit dem deutschen Finanzamt und mit Singapur-Gesellschaften und natürlich immer unter der Annahme, dass Sie das alles korrekt machen, klappt das problemlos? Wird es da akzeptiert oder gibt es da beim Finanzamt dann viele Fragen? Also ich meine, ich rede jetzt natürlich von solchen Fällen, wie die Sie vorhin besprochen haben, wo man einen guten Grund hat, in Asien was zu machen, einen guten wirtschaftlichen Grund und nicht einfach nur jetzt so, um jetzt hier Steuern zu sparen, eine Gesellschaft in Singapur gründet. Aber so im Allgemeinen, wie ist da Ihre Erfahrung? Also ich muss sagen, dass ich noch von Schwierigkeiten erfahren habe. Also wenn man das sauber belegen kann, die Firmengründung sauber macht, dass man alle Erklärungen in Singapur abgegeben hat, dass man sagen kann, ich habe da Leute, ich habe da ein Büro, ich habe ein richtiges Büro und am besten nicht ein Büro, was bei allen möglichen Firmengründern so auf der Liste steht, was bekannt ist, dann habe ich bisher noch von keinem gehört, bei dem das irgendwie angezweifelt wurde. Also entscheidend ist natürlich, dass Sie wirklich Ihre Hausarbeiten gut machen, dass Sie das alles sehr gut dokumentieren, Ihre Reisen dokumentieren, Ihre Entscheidungen dokumentieren und die Infrastruktur in Singapur auch darstellen können. Das ist das A und O und dann dürfte es keine Probleme geben. Und ist es jetzt, wenn man jetzt daran denkt, so ein Büro zu eröffnen, so ein kleines Team vielleicht dort aufzubauen oder auch ein größeres Team, ist es dort einigermaßen einfach, Personal zu finden vor Ort oder stellt das für große Herausforderungen? Das ist eigentlich relativ einfach zu finden. Sie können ja auch ein Büro mieten, meinetwegen bei so einem Büro-Service-Provider, also ein Zimmer mieten und da dann jemand, ein oder zwei, je nach der Größe des Unternehmens, dann dahin zu setzen. Das ist im Moment bisher kein Problem gewesen. Singapuraner, die arbeiten sowieso quasi rund um die Uhr und scheuen sich nicht bis abends um 8 oder um 9 da zu arbeiten. Möglicherweise haben sie vielleicht 2, 3 Jobs. Ich bin da sehr gut vernetzt, weil ich diesen einheimischen Partner habe vor Ort, den ich seit vielen Jahren kenne, der das mitbetreut und der auch rund um die Uhr arbeitet. Also immer, wenn ich dem mal an den Abendstunden meiner Zeit mal eine E-Mail schicke und denke, der müsste doch eigentlich schlafen jetzt durch die Zeitverschiebung, dann antwortet er. Und das ist häufig so. Das ist unglaublich, wie aktiv die Leute sind. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist im Moment kein Problem, dass man da Leute findet, die dort Sekretärsarbeiten machen oder was man häufig ja meistens sogenannte Invoicing, also Rechnungen verschickt an Unternehmen, mit denen man zu tun hat und so. Das geht relativ einfach. Und das Gehaltsniveau, also wir wissen jetzt ja aus Hongkong zum Beispiel, dass Hongkong ja doch eigentlich ein sehr hohes Gehaltsniveau hat. Also mir hatte mal einer gesagt, so ungefähr in der Schweiz, muss man das vorstellen, in Hongkong. Ist es in Singapur ähnlich hoch? Also ist es so eine typische, sage ich mal, Hochpreis-Jurisdiction oder sind dort wie ist das Gehaltsniveau? Also generell sind die sehr hoch, die Gehälter, weil Singapur hat, glaube ich, habe ich gerade vor ein paar Tagen was mit die höchsten Lebenshaltungskosten hat weltweit. Und insofern ist das Gehaltsniveau sehr hoch. Nun ist immer die Frage, für welchen Job sucht man Leute, was sind das, so Sekretärinnen? Also ich glaube, Sie müssen davon rechnen, der Einfachheit halber, dass sie das gleiche Gehaltsniveau haben wie in Deutschland. Okay. Jetzt, Sie hatten vor uns erwähnt, dass die Mandanten, die Sie so betreuen, das sind also welche, die da mehrmals im Jahr dahin reisen, eigentlich noch weitgehend in Europa, vielleicht in Deutschland ihren Wohnsitz haben. Jetzt, wie ist denn das mit der Ein- und Ausreise? Wie einfach und schwer ist es? Braucht man da spezielle Visa? Wie lange steht man da in der Schlange, bis man da im Land ist? Wie kann man sich die Kontrollen vorstellen?
Na, die sind das ganz rein und einfach. raus? Also das ist, als ob Sie, naja, in Europa kann man nicht mehr sagen nach Schengen, aber Sie reisen rüber, Sie brauchen kein Visum für Singapur. Sie kommen am Flughafen an, da ist meistens eine kleine Schlange, je nachdem wie viele Flugzeuge, und da kommen relativ viele an aus allen möglichen asiatischen Ländern. Der Flughafen ist ja, glaube ich, einer der größten der Welt. Also ich habe da noch nie länger als so 10 Minuten gewartet. Man steht in der Schlange und kann einreisen. Ich glaube, 3 Monate kann man sich ohne Aufenthaltsgenehmigung aufhalten. Also Sie können da einreisen. Also das ist ganz, ganz einfach. Also das ist, wenn Sie häufiger kommen, dann können Sie sogar noch an so einem, ja, an so einem computerisierten, automatisierten Programm teilnehmen. Das ist in Hongkong ähnlich, aber in Singapur ist es ganz einfach. Und was auch natürlich interessant ist, auch für deutsche Mandanten, ist dort eine eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Das ist auch durchaus möglich und nicht so schwierig. Und wenn Sie die haben, dann haben Sie auch noch dann haben Sie, wie gesagt, Ihre Steuervorteile, dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre Tätigkeit durch ein örtliches Gehalt noch zu strukturieren und zu belohnen, was Sie dann auf Deutschland durch das Doppelbesteuerungsabkommen übertragen können. Und das ist relativ einfach. Also die Singapuraner sind interessiert, dort Unternehmer anzuziehen und sind sehr hilfreich und sehr umgänglich. Und das fängt schon bei der Einreise an. Die Zollbeamten, die sind recht freundlich, bis nachher durch die gesamte Bürokratie. Also das heißt, wenn ich dieses Modell jetzt umsetzen will, von dem Sie gesprochen haben, ich lebe in Deutschland, beziehe aber ein Gehalt aus Singapur und bin dort regelmäßig, dann brauche ich in Singapur auch eine Arbeits- und Niederlassungserlaubnis, damit ich entsprechend mich anstellen kann bei der Eigengesellschaft. Das ist richtig, ja, genau. Okay. Und da haben wir die Kontakte, also da habe ich die Kontakte und über meinen Partner zu Kollegen, die dort vor Ort das handeln und oder wir machen das oder mein Partner. Also das ist relativ einfach. Wenn ich jetzt eine Situation habe, wo ich zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt mein deutsches Unternehmen und ich möchte jetzt dorthin gerne jemanden entsenden, der das dort aufbaut von meinen Mitarbeitern, ist es schwierig für einen Mitarbeiter dort eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen? Auch nicht, wenn das Unternehmen, wenn Sie einen Businessplan vorlegen und das Unternehmen, es hat vielleicht schon ein paar Monate existiert, da sind schon ein paar Zahlungen eingegangen und wir machen einen entsprechenden Anstellungsvertrag und der geht eben rüber, damit die Zahlungen sich eben noch erhöhen und das Geschäft sich ausweitet, dann ist das überhaupt gar kein Problem, dass der darüber geht. Wo es schwierig wird, ist natürlich bei der Wohnung. Wohnungen sind sehr teuer und zwar nicht besonders schwierig zu finden, aber die sind sehr, sehr teuer. Also die Kosten, die damit verbunden sind hoch, aber das ist, ja, das ist, als ob Sie hier nach Frankreich ziehen oder nach Paris oder London oder sowas. Also das ist ungefähr das Preisniveau da vor Ort. Nicht so teuer wie in Monaco, ja. Ja, ich habe allerdings gerade mal nachgeguckt, also ein Bier am Flughafen nach heutigem Kurs zum Euro müsste ich 14,11 € bezahlen. Und die Autos sind wohl auch sehr teuer in Singapur. Also ein Golf mit 1,4 Liter Motor, ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt, so einen kleinen Motor, aber 93.000 €. Also ich sag mal, muss man halt gut überlegen, ne, wenn man seinen gesamten Lebensmittelpunkt dahin verlegt, wie passt das? Wobei, also die sind extrem teuer, das muss man wirklich sagen. Das wundert mich immer wieder, aber das ist extrem teuer. Trotzdem es ist voll auf den Straßen und das zeigt natürlich auch das hohe Gehaltsniveau der Einheimischen. Aber also der deutsche Expat, der kauft sich ja kein Auto, der leiht sich dann und was will man machen? In der Woche, das ist ja auch relativ klein, man muss ja nicht wie sagen wir mal in Hamburg, wenn ich in Pinneberg wohne und in die Innenstadt fahre, dann ist es schon besser, wenn ich ein Auto habe oder sonst wo oder in Paris in irgendeinem Vorort. Aber also man lebt in Singapur und man nimmt sich ein Taxi und fährt mit dem Taxi
ins Büro. Und wenn man dann am Wochenende, dann fährt man nach Sentosa Island, da fährt man eine halbe Stunde rüber und dann sind sie am Strand. Da brauchen sie auch kein eigenes Auto. Und also das ist, die Frage des Autos, die ist dort eine sehr große Prestigefrage. Also mein Partner vor Ort, der hat also irgendwie alle 2-3 Monate hat er ein neues Auto. Das sind dann meistens irgendwie, er hat einmal sehr viel investiert und dann hat er das wieder weiterverkauft. Mal kommt er da mit dem Land Rover an und mal mit dem Range Rover und dann hat er wieder so einen und einen anderen BMW. Also das ist so ein bisschen Prestigesache. Das ist überhaupt keine Notwendigkeit. Jetzt hatten Sie ja gerade eben, als Sie von der Arbeitserlaubnis gesprochen haben, doch geschildert, dass die Behörden offen und pragmatisch sind. Ist das auch, kann man das auch sagen für die Finanzbehörden da? Also sind die auch relativ unkompliziert oder haben Sie da Mandanten, die da Probleme hatten mit der Steuerbehörde zum Beispiel? Bisher nicht und bisher hatte ich noch keine Probleme und ich muss sagen, dass die zwar streng sind und das genau nehmen, aber wenn man sich an die Vorschriften hält und nicht irgendwie rumtrickst, dann trifft man auf freundliche, auf entgegenkommende Beamte und die auch trotzdem noch immer versuchen, dem Steuerpflichtigen oder dem Bürger sozusagen entgegenzukommen und auf seine Bedürfnisse in gewissem Umfang einzugehen. Also es ist ein angenehmer Umgang mit den Behörden. Gleichwohl, man muss sich wie überall in Singapur und eigentlich überall in der Welt, in Deutschland natürlich auch, man muss sich an Gesetz und Ordnung halten. Und also in Singapur ist natürlich in vielen Bereichen, das schwirrt ja auch immer so rum, dass die Strafen so extrem hoch sind und man sagt immer, das gibt so ein geflügeltes Wort, Singapore is a fine city. Und fein hat ja, wie Sie wissen, hat ja zwei Bedeutungen. Also ist eine feine, elegante Stadt, aber eine fein ist auch eine Strafe oder eine Strafgebühr. Also insofern für alles, was so ein bisschen außerhalb von Gesetz und Ordnung steht, da gibt es eine Fein, da gibt es eine Strafe dann dafür. Also so ist das hier auch. Also insgesamt sind sie entgegenkommender als in Europa. Aber man ist ja, wenn man jetzt als deutscher Unternehmer nach Singapur geht, weiß man ja, wie man saubere Buchführung macht. Und ich denke, wenn man da die Regeln kennt, die man aus Deutschland gewohnt ist und sozusagen die Ordnung, die man ja auch in Deutschland haben muss, in den Papieren, in den Unterlagen, wird man vermutlich dort auch, also es ist nicht strenger als in Deutschland, will ich sagen. Ne? Nein. Also man ist auch in Deutschland an einiges gewöhnt. Ja, also ich denke, da kann man sich so gut vorbereiten. Also mal abgehärtet, ja, schlimmer kann es nicht werden. Nein, und ich meine, das ist ja auch im eigenen Interesse. Man geht ja rüber und es gibt sicherlich Leute, die immer schlauer sind als andere und meinen, sie können noch irgendwie einen Sonderweg beschreiten und können irgendwelche an Tricks anwenden, um noch Emir rauszuholen für sich. Naja, die werden dann ihr blaues Wunder erleben oder die werden dann ihre Nachteile dadurch haben. Aber man geht ja rüber, um die Vorteile, die Singapur ganz klar bietet, die auch vollen Umfangs in Empfang zu nehmen. Also da bringt es ja nichts, wenn man die nun versucht, noch wieder auszutricksen und das schlägt dann wahrscheinlich zurück. Ja. Und dann hängt es natürlich auch darum, welchen Berater Sie haben. Also man muss da natürlich sehen, dass man da einen vernünftigen Berater, der einen durch dieses, ja, ich will nicht sagen, Dickicht ist es ja nicht, aber der einen durch die dortigen Vorschriften begleitet und einem sagt, wie es geht. Und das ist ja auch nicht so besonders schwierig. Also Berater gibt es wie Sand am Meer, wie man so sagt, nicht? Also bei uns ist ja gerade so, bei mir im Zusammenhang mit meinem Partner ist es ja eben so, dass wir sozusagen die Leute vor Ort auf Deutsch, ich bin deutscher Anwalt und bin eben unterliege hier natürlich auch gewissen Anforderungen und natürlich der Haftung, auf die ich auch achten muss, wenn ich da Auskünfte über das dortige Recht gebe. Und mein Partner, gut, der spricht nun kein Deutsch, aber der hat lange auch in Europa gelebt. Wir kennen uns da natürlich aus und der deutsche Mandant hat mich eben in Hamburg mit meiner vollen Anwaltshaftung und vor Ort hat er da eben auch entsprechende Kollegen, die da tätig sind. Mhm.
Eine Sache, die vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, dass man ja bei, glaube ich, Gesellschaften in Singapur sind ja alle testaatspflichtig, oder? Das habe ich noch nicht gehört, nee. Also muss da nicht, wie in Hongkong, muss da nicht ein Wirtschaftsprüfer notwendig jeweils. Ach so, ja, das ist klar, ja. Einmal im Jahr, da haben Sie völlig recht, ja. Ich war eben. Also es reicht nicht in einfacher Steuerberater, es muss irgendwo ein Wirtschaftsprüfer dann nochmal über alles drüber gehen und das im Grunde, ich sage jetzt mal jeden Beleg umdrehen, das ist ein bisschen jetzt übertrieben gesagt, aber also das ist also ein bisschen mehr Aufwand, als vielleicht in anderen Ländern ist, ja. Aber wie gesagt, ich meine, wir kennen das ja auch aus Malta, ist ja genau das Gleiche in Malta auch. Da ist auch ein Wirtschaftsprüfer dran. Ja, das ist dieses so, ich habe das weil ich mit diesem Begriff Audit, das ist der englische, den man da immer verwendet. Genau. Der Auditor, das Testat muss immer geben. Wobei das manchmal in der Praxis ist es ja auch häufig so, dass der Steuerberater, der Buchhalter sozusagen, der Steuerberater, der sitzt in einem Büro, aber im gleichen Büro, meinetwegen bei PwC oder bei anderen, da sitzt denn der Wirtschaftsprüfer, der denn das Testat erteilt. Also da gibt es schon gewisse Zusammenarbeit, also nicht Zusammenarbeit im Sinne mit jemand beschubsen oder die Zahlen dazu schön, aber dann ist dieser Aufwand nicht so, dass man sich nicht auf die Suche begeben muss, um da jetzt einen Wirtschaftsprüfer ausfindig zu machen. Ja. Klasse. Ja. Also, das war doch wirklich geballte Informationen. Sehr, sehr interessant. Es ist wirklich sehr angenehm, mit jemandem darüber zu sprechen, der sich da auskennt und aus dem Erfahrungsschatz sozusagen plaudern kann. Vielleicht noch eine kleine Abschlussfrage an Sie, der Sie ja diese Länder so gut kennen jetzt schon seit vielen Jahren. Wenn Sie sich jetzt selbst zur Ruhe setzen würden, würden Sie dann jetzt lieber nach Monaco, nach Südfrankreich oder nach Singapur auswandern? Also oder sagen, ich bleibe in Hamburg? Nee, Hamburg ist meine Heimatstadt und ich sage mal, Hamburg ist meine Perle, das alte HSV-Lied. Also Hamburg ist schon, hier sind viele Freunde von mir. Ich neige aber mehr zu Südfrankreich, also rein klimatisch. Ich habe auch lange Jahre ja in Miami gelebt. Ich bin also mehr so auf die Wärme bezogen. Und ich muss sagen, Südfrankreich ist für mich eigentlich ideal, weil Südfrankreich bietet diese fantastische Natur, es bietet das Wasser zum Segeln, für mich ideal. Man ist gleich in Europa und Europa ist auch sehr interessant. Aber Singapur steht dem nicht um vieles nach. Also Singapur ist schon fantastisch, eben durch die Nähe zu interessanten Regionen und Ländern, Bali und und auch die Stadt selbst. Ich meine, das ist schon dieses quirlige Asiatische, das ist schon auch natürlich sehr interessant. Und Sie haben ja in Singapur sind ungefähr 75% chinesische Abstammung, 13% sind, glaube ich, Malaien. Dann haben Sie Inder und Sie haben also all das kombiniert in einer Stadt. Das ist schon fantastisch eigentlich. Man lebt dort wirklich so eine Multikulti-Gesellschaft in angenehmer Umgebung. Mhm. Ja. Also auf nach Singapur. Auf nach Singapur, genau. Ja, vielen Dank. Bitteschön. Das war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Wir danken Ihnen wirklich sehr, Herr Schwarzkopf. Und ja, dann bis bald. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank nochmal für die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.